So, herzlich willkommen. Heute geht es um den 440i F32. Ich habe vor einiger Zeit ein neues Intake bestellt von eVenturi. Das ist jetzt schon ein paar Wochen angekommen und bevor es jetzt noch länger rumliegt, dachte ich, ich starte mal mit dem Einbau. Das Ganze ist so, dass ihr keine Anleitung in der Verpackung dabei habt oder in dem Paket, sondern einfach nur den Hinweis, wo ihr die Anleitung herunterladen könnt, also online. Ist auch insgesamt sehr, sehr simpel gestaltet. Kommt super schön verpackt, das Ganze in so einem schwarzen Karton. Zeige ich jetzt mal, steht dann eVenturi drauf. Ja, was ist drin? Es ist das Hitzeschild drin. Es ist natürlich der Luftfilter und der Luftfilterkasten drin, der neue. 2, 3 kleine Schrauben und ganz besonders wichtig für Deutschland ein Teilgutachten. Und wenn das Ding verbaut ist, müsst ihr halt zum TÜV fahren und das eintragen lassen. Das mache ich dann auch, damit es dann da später keine Probleme gibt. Ja, und jetzt geht es halt darum, dieses wunderschöne Carbonteil hier im Fahrzeug zu verbauen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll verarbeitet. Steht hier jetzt auch eine Seriennummer drauf. Also ihr habt sozusagen einen Einzelstück mehr oder weniger. Ja, oder halt was etwas Besonderes. Ja, ist toll verarbeitet. Jetzt geht's weiter mit dem Einbau. So, und das erste, was wir am Fahrzeug demontieren müssen, ist der Original Luftfilterkasten. Den sehen wir jetzt hier. Ich habe den mit Goldfolie eingepackt, deswegen sieht er ein bisschen anders aus, einfach nur um da das Ganze vor der Abwärme des Motors zu schützen. Ihr löst also jetzt zuerst mal die Schlauchschelle, die den Ansaugtrakt des Motors mit dem Luftfilterkasten verbindet. Und danach sind um den Luftfilterkasten herum überall solche kleinen Metallklemmen, so wie hier zu sehen. Die müsst ihr jetzt entsprechend lösen. Und ja, wenn ihr die alle gelöst habt, dann könnt ihr im Anschluss noch den MAF-Sensor-Stecker lösen und nachher den Luftfilterkasten im Ganzen abnehmen. Hier sieht man jetzt, hier sind noch ein paar von diesen Klemmen vorhanden. Hier oben zum Beispiel ist noch eine und dann später unterhalb des MAF-Sensor-Steckers, der ist hier jetzt noch dran, den mache ich gleich noch weg. Da ist auch noch mal eine von diesen Klemmen und ich mache eben erst den MAF-Stecker ab, um dann besser an die Klemme ranzukommen. Bei dem Stecker müsst ihr so ein bisschen nach unten drücken und dann nach oben ziehen. Der hat so eine kleine Plastiknase und ist da verriegelt. Da ein bisschen aufpassen, aber normalerweise geht das ganz gut. Jetzt, wo der aus dem Weg ist, kommt man auch besser an die Klemme, die sich unterhalb dieses MAF-Sensor-Steckers befindet. Die löse ich jetzt und dann kann man den Luftfilterkasten im Ganzen entnehmen. So, hier sehen wir jetzt den Plattenfilter. Ich habe hier schon mal vor einiger Zeit einen anderen Luftfilter verbaut. Das Video gibt es auch auf meinem Kanal. Das ist ein K&N-Filter, so ein auswaschbarer. Den habe ich auch schon einmal gewaschen. Ich habe die etwas lieber als diese als diese Papierfilter. Und jetzt müssen wir den Luftfilterkasten an sich noch lösen. Der ist eingesteckt, also da sind solche Gumminasen, die sich in Metallösen befinden. Die löse ich jetzt ein bisschen vor mit so einem Plastikclip-Entferner und danach einfach mit etwas mehr Kraft diesen Kasten nach oben aus dieser Verriegelung rausziehen. Das zeige ich jetzt dann gleich, wenn ich den noch ein bisschen vorgelöst habe. Dann einfach am Kasten beherzt ziehen und den gerade weg nach oben aus diesem Stift rausziehen. So, der ist jetzt oben weg. Jetzt ist der unten nochmal auch mit so einem Stift befestigt. Hier auch einfach kräftig ziehen, nach oben weg, um den Kasten zu lösen. Und jetzt könnt ihr den Original Luftfilterkasten im Ganzen sozusagen hier aus dem Motorraum entnehmen. So, jetzt sehen wir den Blick hier auf den Innenraum oder auf die Seite des Motors.
Hier kann ich jetzt ein paar Dinge noch erklären. Das hier ist sozusagen der Ansaugstutzen, der zum Motor führt, der also mit dem Luftfilterkasten verbunden war. Hier vorne dran sitzt der Luftfilterkasten. Hier unten ist sozusagen die Frischluftzufuhr. Da wird von vorne die Frischluft angesaugt und dann hier in den Innenraum gegeben. Das ist euer Turbolader. Der befindet sich also an der Seite und hinten dran angeschlossen ist dann die Downpipe. So, jetzt sieht man es leider nicht so gut, aber es war eben schon dunkel, es hat auch geregnet, war total scheiße, aber ich muss jetzt hier den Ansaugstutzen sozusagen auch noch lösen. Da ist unten mit Schlauchschellen befestigt und wie gesagt, weil es dunkel war, habe ich leider anders nichts gesehen, deswegen ist jetzt hier die Sicht leider ein bisschen eingeschränkt. Wird aber gleich wieder besser. Das ist da vorne relativ eng, deswegen ist es auch mal so ein bisschen so ein Gefummel, den Ansaugstutzen da rauszubekommen. Jetzt ist er raus und jetzt kann man den entnehmen. Der wird dann nachher getauscht gegen den Carbon-Ansaugstutzen bzw. gegen den kompletten Carbon-Ansaugfilter. Ich packe jetzt hier ein bisschen Papier rein in den Ansaugstutzen, weil der eben so ungünstig nach oben wegsteht und ich nicht wollte, dass mir jetzt im Laufe der Zeit, man sieht das jetzt hier, ich habe da so ein bisschen Papier reingestopft, einfach aus Sicherheitsgründen, nicht, dass mir da nachher eine Schraube oder irgendwas blöd reinfällt. Als nächstes müssen wir hier dieses Blech lösen mit diesen 2 Schrauben. Das muss auch noch weg. Hier wird dann später der Hitzeschild montiert, der mitgeliefert wurde. Ja, wie gesagt, also ich kann das euch nur empfehlen, wenn ihr da irgendwo am Motor arbeitet und ihr habt irgendwas, auch wenn ihr zum Beispiel Zylinderköpfe abnehmt oder so, am besten immer sozusagen die Löcher verschließen mit ein bisschen Papier, sodass da nichts reinfallen kann. Man weiß ja nie, ne? Wenn man es nicht macht, fällt was rein, wenn man es macht, fällt nichts drauf, aber lieber einmal zu viel aufgepasst als einmal zu wenig. Wir sehen es auch am späteren Teil des Videos, da fällt mir natürlich prompt eine der letzten Schrauben in den Motorraum und ich darf das Auto nochmal komplett hochbocken bei Kälte und Regen und unten die ganze Verkleidung abschrauben, um an diese eine Schraube ranzukommen. Also so wie es halt immer ist im Leben. Das letzte Schräubchen, das fällt da nochmal irgendwo hin. Aber das sieht man dann später. So, jetzt wie gesagt hier dieses kleine Leitblech oder dieses Hitzeblech lösen. So, dann vorne an der Stoßstange ist hier so eine Gummiabdeckung, die kann man einfach nach oben wegziehen. Darunter werden dann oder kommen die Schrauben zum Vorschein, die Frontstoßstange halten. Die lösen wir jetzt alle komplett an, also beziehungsweise entfernen die komplett, sodass die Frontstoßstange gelöst ist, damit wir, wenn wir die jetzt hier nachher ein bisschen wegziehen, von oben mit der Hand, es ist ein furchtbares Gefummel, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen und ich wollte sie auch nicht komplett demontieren, das heißt, ich habe sie hier nur angelöst, um dann von oben mit der Hand reingreifen zu können und diese Niere, ich muss eine Niere vorne lösen, die auf der Beifahrerseite, weil dort dieses Luftleitblech montiert wird, was mitgeliefert wurde aus Carbon. Und wie gesagt, wenn ich das jetzt hier oben anlöse, komme ich mit der Hand so ein bisschen da drunter und kann dann diese Niere, die ist ja so geklipst, kann die dann einfacher lösen, beziehungsweise komme halt an diese Plastiknasen besser ran, um die Niere zu lösen. Also es war sowieso, diese ganze Installation ging eigentlich komplett reibungslos, abgesehen von dieser eine Niere auf der Beifahrerseite, die ich hier lösen musste. Das war wirklich, ich habe da bestimmt eine halbe Stunde gesessen, meine Finger waren nachher wund, weil man da einfach so blöd rankommt. Und ich wollte halt nicht die ganze Stoßstange abbauen, nur weil ich diese eine Niere lösen muss. Ich wollte sie natürlich aber auch nicht kaputt machen. Das heißt, ich habe mir die Zeit gelassen. Aber ja, wenn ihr das auch macht, dann macht das am besten an einem trockenen Tag, wenn es etwas wärmer ist, nicht in der Kälte bei Regen, so wie ich, und auch nicht bei Nacht, wenn man nicht gut sieht. Dann ist das alles nur halb so wild. Aber dennoch, also wenn ihr euch sozusagen, wenn euch eure Finger lieb sind oder ihr relativ große Hände und Finger habt, dann nehmt lieber die ganze Frontstoßstange ab. Ansonsten ist das ein Riesengefummel und macht einfach keinen Spaß. Genau, und jetzt ist also die Frontstoßstange gelöst. Jetzt sieht man das auch und jetzt kann man hier eben von oben so leicht da drunter greifen und kommt dann von innen an die eine Niere ran.
musst da halt immer ein bisschen aufpassen, ne? Nicht zu weit ziehen, nicht, dass ihr euch da irgendwie die Stoßstange kaputt macht oder irgendwas. Man sieht das jetzt hier, ich habe das schon mal angelöst, ich habe diese ganze Fummelei, die konnte ich nicht filmen. Ich hatte da keine Hand frei, das war so ein furchtbares Unterfangen. Man sieht es auch jetzt am Ende, wo eigentlich alles gelöst ist, hängt sie immer noch an einer einzigen Nase. Da sind irgendwie, weiß nicht, oben 4 Nasen, unten 4 Nasen, rechts und links nochmal eine Nase. Also die ist wirklich super fest installiert. Und ja, jetzt löst sie sich endlich. Also man sieht das rechts, links jeweils eine, unten 4, oben 4. Und die sind halt immer so geklipst. Und ja, hier ist jetzt zu sehen, da ist so ein Plastikdeckelchen, das könnt ihr einfach wegnehmen. Und diese Öffnung, die legen wir jetzt frei und klipsen an diese Strebe, die wir vorne im Motorraum sehen, dieses Carbonleitblech. Dadurch wird sozusagen der Fahrtwind in Richtung dieses jetzt offenen Lochs geleitet und kommt dann mit mehr Vehemenz und mehr Kraft in Richtung unseres neuen Luftfilters. Das probiere ich jetzt gerade falsch rum. Das muss einmal nochmal gedreht werden. Das sehen wir jetzt gleich. Ich drehe es dann noch einmal, sodass diese Schraube und der Befestigungssitz unten ist. So sehen wir das jetzt. Schraube ist unten, ist sozusagen an dieser Metallstange befestigt und zeigt jetzt in Richtung Öffnung und bläst dann die Luft oder leitet die Luft eben in Richtung Luftfilterkasten. Also hier ist sozusagen so ein Rohrsystem. Warum das von Hause aus zu ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Erscheint mir ein bisschen unsinnig. Da kommt ja weniger Luft an. Gut ist natürlich, dass dieses Türchen schon da ist und wir diese Plastikklappe einfach nur rausnehmen müssen. Ja, so sieht das jetzt aus. Luftleitblech, sodass die Luft da eben ordentlich Richtung Luftfilter transportiert wird und wir da immer schön Frischluft anliegen haben. So, und das war der ganze Grund, warum man die Niere wegnehmen musste. Die wird jetzt wieder installiert und die Stoßstange eben wieder befestigt. Das Ganze noch so ein bisschen in Position rücken, sodass das gut passt. Und dann sind wir hiermit auch fertig. Das war wie gesagt der anstrengendste und schwierigste und langwierigste Teil der ganzen Installation. So, jetzt befestige ich hier wieder die Stoßstange. Und hierbei ist mir dann so ein kleines Malheur passiert. Wie gesagt, eine dieser Schrauben, wie ich vorher erwähnt habe, ist mir dann hier vorne in den Motorraum gefallen. Und aufgrund dessen musste ich dann das Auto nochmal hochbocken und unten die komplette Motorverkleidung abnehmen. Und unter der Motorverkleidung war dann nochmal so eine kleine Teilverkleidung und unter der Verkleidung hat sich dann die Schraube gefunden. Ich zeige das gleich auch nochmal kurz exemplarisch für den Fall, dass euch was Ähnliches passiert oder auch mal irgendwas in den Motorraum fällt. Dann wisst ihr, wie ihr da rankommt und wo das vielleicht liegen könnte. Also wie gesagt, das hat sich sozusagen an die unzugänglichste Stelle ist das Schräubchen hingefallen. Und dann musste ich es rausholen. Jetzt sieht man das hier wieder. Ich habe die also schon wieder vormontiert, erst die äußeren und dann die inneren Schrauben. Am besten auch dann darauf achten, dass der Abdruck der Schraube dann wieder genauso ist wie vorher. Dann habt ihr da sozusagen die Stoßstange wieder exakt so montiert, wie sie vorher war. Dann stimmen auch die ganzen Spaltmaße und alles wieder. Das ist ja, man sieht das immer ganz gut, da ist so ein Abdruck zu erkennen von der Schraube. Macht das einfach so, dass die wieder genau auf diesem Abdruck sitzt, dann ist das alles perfekt. So, und jetzt sehen wir hier unten, habe ich schon den Unterboden, die Verkleidung abgenommen. Und hier ist nochmal so ein kleines Plastikblech. Dieses hier, das müsst ihr dann auch nochmal lösen. Und darunter hat sich dann bei mir die Schraube gefunden. Die ist da, wie gesagt, bis ganz unten reingefallen in diese kleine Plastikwanne. Und darunter war die dann. Also es ist eine Heidenarbeit. Aber ich habe sie dann gefunden und auch entsprechend wieder an ihre eigentliche Stelle montiert. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen geputzt, deswegen sieht das jetzt sauberer aus wie vorher. Da macht man ja sonst auch nicht darunter sauber, aber ich dachte, wenn es schon weg ist. Jetzt kommt wieder die Gummiabdeckung drüber. Dann sieht das auch wieder aus wie vorher. Die verdeckt sozusagen die Schrauben. Geht von links nach rechts. Ja, und jetzt geht es an den Einbau des neuen Luftfilterkastens mit diesem Carbonrohr. Da muss jetzt zuerst einmal diese Schlauchschelle oder beziehungsweise das Plastikstück mit den beiden Schlauchstellen hier an das Ansaugstück vom Ansaugtrakt in Richtung Motor befestigt werden. Da habe ich es jetzt dann am Ende so gemacht, dass ich die Schlauchstellen so ein bisschen unterschiedlich gedreht habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich es dann einfacher hatte mit dem Montieren. Da müsst ihr einfach gucken bei der Montage, wie kommt ihr da am besten hin? Macht ihr das eher von rechts oder von links? Was ist euch lieber? Denkt halt dran, wenn nachher das Rohr oben drauf sitzt, habt ihr rechts, also jetzt von der, wie wir jetzt hier drauf schauen, rechts eigentlich mehr Platz als links.
Deswegen habe ich dann später die Schlauchstelle eben in Richtung rechts gedreht, weil ich da mehr Platz hatte, um das nachher festzuziehen. Ihr könnt ja auch gerne ein bisschen mit Silikonspray arbeiten. Achtet halt darauf, dass ihr den Silikonspray sozusagen außerhalb der Montagezone aufbringt, also sozusagen irgendwo an der Seite sprüht ihr euer Plastikrohr mit den Schlauchstellen ein bisschen mit Silikonspray ein, um es dann einfacher zu haben, das hier drüber zu bekommen. Jetzt reinige ich hier nochmal ein bisschen. So, und jetzt sieht man sozusagen, das Plastik oder das Gummistück ist montiert. Die untere Schlauchstelle sitzt auch schon. Man sieht jetzt auch, ich habe die zeigt eben jetzt nach links und die jetzt oben ist, die werde ich später noch drehen und eben nach rechts zeigen lassen, weil ich dann es einfacher hatte, später das Carbonrohr zu montieren. So, jetzt kommt wieder unser Hitzeschutzblech ran. Hier hinten sieht man übrigens die Downpipe, die habe ich auch schon gewechselt, da muss ich auch mal noch ein Video machen, da ist jetzt die von HJS drin, funktioniert übrigens sehr gut. Hier kommt jetzt wieder unser Hitzeschutzblech hin, beziehungsweise das neue Hitzeschutzblech, was mitgeliefert worden ist. Also so eine kleine angepasste Befestigungsbar oder Befestigungsleiste, um dann später den neuen Hitzeschild besser montieren zu können. Hier jetzt halt wieder gut aufpassen, dass euch nicht wieder eine Schraube reinfällt, so wie mir das passiert ist. Das heißt, die ruhig erstmal mit der Hand andrehen und dann erst später, wenn die ordentlich sitzen, mit der Ratsche nacharbeiten. Hier unten ist jetzt noch so ein Überbleibsel von dem originalen Luftfilter. Da am besten eben, wie hier zu sehen, mit einem Schlüssel oder mit einer Zange das Ganze hier lösen und dann später mit der Hand rausdrehen. Darunter verbirgt sich ein kleines Metallgewinde oder ein Stift mit einem Metallgewinde, den wir dann nutzen, um das neue Hitzeschutzblech dort zu fixieren. Ich glaube am Ende, man sieht das hier schon, das hat nicht so wirklich gegriffen mit dem Plastik. Ich habe es dann am Ende, glaube ich, mit einer Zange gemacht und das ging dann und das ist ja nur zum Anlösen. Den Rest kann man dann eben, wie hier zu sehen, mit der Hand rausdrehen und darunter ist dann der Metallstift inklusive Gewinde. So, und jetzt kommt das neue Hitzeschutzblech in Position. Das wird jetzt von oben sozusagen hier eingeführt und wir schauen dann, dass das Loch eben entsprechend nachher auf diesem Stift landet, sodass wir das Ganze später mit der mitgelieferten Schraube auch fixiert bekommen. Da ist jetzt auch so eine kleine Art Lasche vor dem Loch, die muss jetzt über diesen Metallfalz, den wir da sehen, jetzt ist sie da drüber und das Ganze im Loch. So muss das aussehen und dann kann das später mit der mitgelieferten Schraube fixiert werden. Ganz oben links in der Ecke, das sehen wir jetzt gleich, da ist auch nochmal so ein kleiner Stift, so ein kleiner Metallstift. Den müssen wir dann auch treffen, das sehen wir jetzt hier oben. Und da muss dann auch nochmal mit einer mitgelieferten Schraube das Ganze eben fixiert werden. Das sind die beiden Stellen, wo das Hitzeschild fixiert wird. Das sieht jetzt so aus. Die Schraube ist also dran. Das Ganze ist fixiert und bewegt sich auch nicht mehr. Und das gleiche haben wir jetzt auch hier unten. Da kommt auch nochmal eine Schraube drauf und das Ganze wird fixiert und dann ist das Hitzeschild also in Position und einsatzbereit.
So, jetzt haben wir hier noch so eine kleine Metallkante. Da war so ein Stückchen Gummifalz mitgeliefert. Das werden wir jetzt einfach da drüber stecken, sodass, wenn später dieses wunderschöne Carbonrohr da mal rankommt, das eben nicht verkratzt. Das schützt also das Carbonrohr und ja, wird einfach hier über diesen Metallfalz drüber gesteckt, sodass wir da nachher eben keine scharfen Kanten oder irgendwas haben. Jetzt muss der MAF-Sensor aus dem alten Luftfilterkasten entnommen und in den neuen Luftfilter eingebaut werden. Hier einfach die Torx-Schrauben lösen und den Luftfilter entnehmen. Am besten den Luftfilter, wie gesagt, nur hinten an diesem Plastikteil anfassen, nicht vorne irgendwie draufditschen, auch nicht irgendwas Flüssigkeit draufkommen lassen oder irgendwas. Also da vorsichtig sein, dass der eben schön trocken bleibt und da nichts rankommt. Und jetzt sehen wir hier sozusagen das neue Zuhause für den Luftmengenmesser. Genau, hier sehen wir den jetzt. Da müsst ihr dann darauf achten, dass dieses Loch, was wir eben gesehen haben, dass das eben Richtung oder Luftfilter zeigt. Das ist aber auch in der Anleitung eben nochmal beschrieben, in welche Richtung ihr den einsetzen müsst. Jetzt die Torx-Schrauben wieder befestigen. Am besten hier nicht gleich eine Schraube ganz festziehen, sondern nur so locker und dann die andere eindrehen, sodass sich das sozusagen gleichmäßig nach unten drückt und das nicht irgendwie verspannt oder verzieht. So, und jetzt müssen wir den neuen Luftfilter eben nur noch mit unserem Ansaugrohr verbinden. Hier ist es wieder so ein bisschen fummelig, weil die Schlauchschelle relativ eng ist, die mitgeliefert wurde. Das heißt also, da ist wirklich nicht viel Spielraum. Am besten da versuchen, irgendwie in einer Ecke in diese Gummilasche zu kommen und dann die andere Ecke noch reinzudrücken. Wie gesagt, zur Not auch wieder mit ein bisschen Silikon arbeiten oder einem kleinen Plastikclip-Entferner, um das Ganze zu führen. Am Ende funktioniert es aber und dann ist das Rohr hier drin. Hitzeschild montiert, der Luftfilter ist angebracht und hier unten sehen wir jetzt, ich habe die Schlauchstelle, wie gesagt, nochmal in die andere Richtung gedreht, weil ich da einfach leichter rankam. Dann den Luftmengenmesser wieder anschließen, sprich den Sensor. Das quietscht jetzt hier ein bisschen, weil das einfach relativ eng ist, aber es sitzt alles bombenfest. Hitzeschild ist dran. Montage ist damit abgeschlossen. Jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder vom eingebauten Zustand. Bis dann, ciao! I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you